Hey, Hosters und Sternchen, was geht? Heute haben wir mal ein bisschen spannenden Geschichtsunterricht vor uns. Bleibt dran. Ansonsten lasst auch sehr gerne ein Abo und ein Like da will ich euch nicht anlügen. Aber in letzter Zeit gehen die Abozahlen langsam, aber sicher immer weiter nach unten. Und es ist natürlich motivierend, wenn die Zahlen wieder nach oben gehen. Also wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr mir ein bisschen Motivation schenken wollt, dann doch sehr gerne einfach mal den Abo-Button drücken. Ansonsten lasst auch sehr gerne Kommentare da, Wünsche, Anregungen, dafür sind diese Kommentare da. Ich lese mir das alles sehr gerne durch. Und das heutige Thema ist auch durch einen Kommentar entstanden. Und zwar die Frage, wann welche Waffe in Tanky Online denn am stärksten war. Ich bin da ein bisschen durch die Historie gegangen und ich hoffe, dass ich ein bisschen was abbilden konnte. Es ist keine vollständige Liste, das wäre auch nicht möglich, aber ich habe versucht, das so gut es geht hinzubekommen. Ja? Ansonsten ist mir noch ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe gestern darauf geachtet, heute nicht mein Level-Up zu machen. Und heute habe ich dann einfach mein Hirn wohl vergessen, Aufgaben abgegeben und am Ende dann mein Level-Up gemacht, indem ich halt meine Mission beendet habe. Herzlichen Glückwunsch an mich selber. Ich habe ein Special Effects Budget von, lasst mich mal schauen, 10 Cent. Ich glaube, damit können wir hier das wenigstens nachholen, indem ich hier einfach so einen Rang einblende, der nach oben fliegt, ohne Glitzer und Lichteffekte und sowas. Naja, egal. So, damit gehen wir rein und natürlich auch ins Thema. Und wenn ihr andere Themen, Vorschläge und sonstige Sachen habt, wie gesagt, einfach die Kommentare nutzen. Vielen, vielen Dank. So, ich habe natürlich das versucht, mit Hilfe von KI zu beantworten. Diese Frage. Es ist halt nicht einfach, ja. Es nimmt einem schon natürlich sehr viel Arbeit ab und verkürzt auch die Zeit, die man sich damit beschäftigen muss mit solchen Fragen. Aber du musst halt natürlich trotzdem alles gegenprüfen. Und dann halt natürlich das Ganze auch wieder, wenn du damit unzufrieden bist, halt neu vergleichen, ja, auch das wieder gegenprüfen. Also am Ende des Tages, ich habe mehrere Stunden damit verbracht, ja, diese Frage einigermaßen zu beantworten. Ist es mir gelungen? Das werden wir sehen. Wie gesagt, das Ganze ist nicht vollständig, das wäre halt auch einfach nicht möglich. Und man muss halt auch dazu sehen, wenn man das tatsächlich, sage ich mal, wie ein gut ausgebildeter Historiker machen will, dann dauert das alles viel zu lange. Und ja, ich bin hauptberuflich kein Tanky Online-Historiker, jedenfalls nicht anerkannt. Und deswegen habe ich natürlich nur begrenzte Mittel und Zeit. So, das dazu. Ich habe das Ganze versucht, in 2 Teile aufzuteilen. Zunächst einmal gehen wir so ein bisschen Jahr für Jahr durch. Nicht jedes Jahr, wir machen da auch ein paar Sprünge. Wie gesagt, einfach weil das halt sonst zu viel wäre. Und dann gucken wir uns auch nochmal ein paar Variationen an. Denn natürlich die heutige Tanky Online-Ära ist natürlich sehr stark durch Variationen geprägt. Da geht es nicht um die einzelne Waffe, die halt irgendwie ausschlaggebend ist, sondern um die einzelne Variation, die ausschlaggebend ist. Außerdem, falls ihr euch fragt, mit was ich gerade spiele, ihr könnt es natürlich sehen, ich habe gerade Ritter am Start und auch Skorpion. Für Skorpion habe ich die Variation Speer. So, das dazu. Gut, gehen wir mal rein in die Historie zu den Waffen selber. Die allererste Waffe, wo ich sage, die ist wahrscheinlich die stärkste gewesen, ist für mich Railgun. Einerseits, weil ich damals, als ich die Waffe das erste Mal bei Gegnern gesehen habe, mir dachte, oh wow, die will ich unbedingt haben, weil sie halt einfach starken Schaden macht. Und wenn mich die Zahlen nicht angelogen haben, die ich gesehen habe, dann hat früher eine Railgun M3 so viel Schaden gemacht, dass man Wasp M3 mit einem Schuss erledigen konnte. Also schon nicht schlecht. Ja. Würde ich sagen, ist die erste Waffe, bei der man doch schon einigermaßen sagen kann, ja, die ist stark und das muss man einfach mal so anerkennen. Dann, 2010 wird schwer. Ich habe da Donner mit reingenommen. Wie gesagt, das ist auch alles so lange her. Und das zu rekonstruieren, was damals denn tatsächlich das Stärkste war, da muss man ja auch verstehen, erstens sind die Daten verfügbar, kann man das irgendwo einsehen? Wenn nicht, dann ist es natürlich auch ein bisschen raten, ja, und gucken und ein bisschen Bauchgefühl haben. Man muss da in die Changelogs schauen, ja, Kommentare durchgehen, natürlich auch das Forum und wie gesagt mit KI auch das alles gegenchecken, ob das auch tatsächlich so ist, wie die das da herausgefunden hat. Und ja, selbst wenn man da halt ein bisschen Hilfestellung
dem Ganzen gibt, kann man sich trotzdem natürlich nicht sicher sein, dass das, was am Ende da rauskommt, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Aber Donner ist halt eine Waffe, die natürlich über all die Jahre damals, ich würde sagen, nicht unbedingt als schwache Waffe gehandhabt wurde, ja. Also die Meinung vielleicht, die ihr wahrscheinlich auch davon haben werdet, also ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, war höchstwahrscheinlich nicht die, dass man Donner überhaupt nicht nehmen soll, ja, weil diese Waffe überhaupt nichts bringt. Ne? Donner hat sich natürlich auch dadurch ausgezeichnet, dass man halt eben Flächenschaden macht. So kann man halt auch in gewissen Situationen natürlich auch mehrere Gegner gleichzeitig ausschalten. Und das ist halt für Donner damals natürlich auch einzigartig gewesen, ne, dieser Flächenschaden. Deswegen, wie gesagt, würde ich sagen, da 2010 kann man definitiv Donner als stärkste Waffe dann mit reinnehmen. Ne? Railgun gab es natürlich damals wie heute auch noch immer, ja, aber ich kann ja jetzt nicht einfach sagen Railgun von 2009 bis 2017 oder so. Gut, ist natürlich nicht wahr, aber ihr wisst, was ich meine. 2011, ja, ein Jahr später, dort kam dann auch Schaft hinzu und diese Waffe, nun, die hat sich wohl am Anfang dann doch als einfach zu OP herausgestellt. Ja, als sie eingeführt wurde, das war dann die Killerwaffe schlechthin. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich habe aber 2011 auch nicht mehr aktiv gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal gesehen habe, da habe ich mich selber gefragt, ach, spiele ich jetzt mal wieder eine Runde Tanky Online, ja oder nein? Und dann habe ich gesehen, dass eine neue Waffe eingeführt wurde, aber ich habe dann trotzdem nicht mehr gespielt. Ja, deswegen kann ich halt da nichts dazu sagen, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gespielt habe. Aber ich kann mich auch nur auf das verlassen, was ich halt online gesehen habe in der ganzen Tanky Online-Historie. Und wie gesagt, da komme ich dann zu dem Schluss, dass dann mit der Einführung von Schaft dann das die stärkste Waffe war. Ein Jahr später kam dann noch das Rebalancing. Das wird dann auch ein bisschen alles diffus, was sich da ergeben hat. Ist, wie gesagt, also man kommt da echt nicht so weit, wenn man da nicht im Detail alles nochmal selber nachprüfen muss. Also deswegen verzeiht es mir, ja, aber ich hoffe, dass ihr damit trotzdem zufrieden seid. Ja, ich möchte wenigstens nicht die Bestnote, aber 80%, ja, das peile ich an. Genau, wenn wir dann aber ein bisschen weitergehen, und ich würde sagen, die erste Waffe, wo man dann nach dem Rebalance, wo man dann tatsächlich mal sagen konnte, auch wenn es darum geht, welche Waffen neu eingeführt wurden, die erste Waffe, die mit der Einführung tatsächlich einfach keine Konkurrenz hatte, ist meiner Meinung nach Hammer. Das alles ist lange her. Wir gehen hier ins Jahr 2014 zurück. Also das liegt schon 12 Jahre zurück und es fühlt sich aber trotzdem an, als wäre das vor, keine Ahnung, 3 Jahren gewesen oder so. Ja, aber ja, die Zeit kann einen täuschen. Jedenfalls, diese Waffe, als sie rauskam, vielleicht könnten sich noch ein paar Leute von euch daran erinnern. Die Waffe kam raus und es gab keinen Schutz gegen diese Waffe. Gar keinen. Jeder, der damals die Kristalle übrig hatte, um diese Waffe direkt voll zu verbessern, hat eine Waffe bekommen, gegen die es keinen Schutz gab. Ja, du konntest gegen alle anderen Waffen natürlich deine Schutzfarben nehmen. Damals gab es ja noch Schutzfarben. Aber gegen Hammer gab es einfach nichts. Das Ganze wurde vielleicht einen Monat später oder so, oder vielleicht sogar noch länger, erst halt nachgezogen mit weiteren Farben. Dann kamen natürlich auch viele Farben, die Hammerschutz anboten. Aber wie gesagt, zur Einführung dieser Waffe gab es einfach nichts. Du warst dem Ganzen ausgeliefert und das hat sich auch gezeigt. Ja, das hat sich gezeigt, das war nicht schön. Und da würde ich sagen, das war so die Waffe, die sich dann eingebrannt hat. Ja, es kamen über die Jahre noch mehr Waffen hinzu, aber interessanterweise, Hammer 2017 musste dann auch nochmal weiter geschwächt werden, weil die Waffe wohl noch immer zu stark war. Also über die Jahre hinweg kann man sagen, ob jetzt halt von 2014 bis 2017 Hammer durchgängig die stärkste Waffe war, keine Ahnung. Aber jedenfalls 2017 war Hammer noch immer auf einem Level, wo sie nochmal geschwächt werden musste, weil sich die Waffe als zu stark erwiesen hat. Es gab dann natürlich auch Waffen, die haben ja mit gewissen Kombinationen dann dafür gesorgt, dass sich gewisse Taktiken entwickelt haben. Ja, also so beispielsweise, dass Easy da Statuseffekte auch entsprechend teilen konnte, also verbrennen oder auch einfrieren.
Wenn du dann natürlich mehrere Spieler mit Easy da hast, damals, ja, konntest du halt natürlich einfach Firebird und Freeze im Grunde umgehen. Einerseits natürlich den Spieler heilen, ja, und zweitens auch noch die Statuseffekte annullieren. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Also kein Einfrieren, kein Verbrennen und so. Könnte man natürlich sagen, in dieser Kombination war dann damals auch Easy da ganz gut, aber da kommt es halt dann aufs Teamplay eher an. Ne? Aber gut, gehen wir einfach ein bisschen weiter in die Zukunft. Und irgendwann geht es natürlich auch los mit den ganzen Variationen, die ins Spiel kamen. Und eine Variation, und da haben wir dann wieder eine neue Waffe einfach mit drin, 2019 habe ich mir da notiert, und zwar Striker mit Uranium als Variation jetzt im Verbund. Ne? Striker selber ist natürlich nicht erst 2019 ins Spiel gekommen, das kam früher, wenn ich das noch alles richtig in Erinnerung habe. Ja, aber wie gesagt, hier in Kombination. Uranium wohl eine sehr, sehr starke Variation. Wie gesagt, ne, ob das jetzt halt zu dem Zeitpunkt die absolut stärkste Waffe war, sei mal dahingestellt, aber schwach wird wahrscheinlich diese Kombination nicht gewesen sein. Tesla hat ja auch irgendwann mal das Licht der Welt erblickt und da kann man genau das Gleiche sagen. Ja? Tesla ist auch heute noch immer sehr, sehr nervig. Wir gehen auch noch ein bisschen mehr auf die Variation ein, ne? Aber Tesla auch hier mit einer neuen Mechanik, die natürlich eingeführt wurde, dass du halt Gegnern um dich herum Schaden machen kannst, durch deine eigenen Spieler hinweg sogar. Ja? Und natürlich die Kugelblitze, die man auch noch so abschießt. Also nicht zu unterschätzen an dieser Stelle. Aber ja, und dann 2022, jetzt als letzte Waffe einfach mal Skorpion. Die Einführung von Skorpion nehme ich hier mal als Endpunkt des Ganzen. So. Ja, wenn man sich das hier anguckt, 5:9 ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade der beste Beweis dafür. Ja. Aber es soll einfach mal nur so einen kleinen Rundumblick geben. So, jetzt, ja, wir befinden uns ja in der Ära der ganzen Variationen und nicht mehr der einzelnen Waffen. Und da wird es halt noch härter. Denn über all die Jahre hinweg kamen ja sehr, sehr viele neue Variationen hinzu. Und man muss halt im Grunde da auch die Faustregel beachten, wenn eine neue Variation rauskommt. Wir reden jetzt hier von guten Variationen, ja. Wenn eine neue Variation rauskommt, dann wird diese Variation sehr, sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Waffe, ja, für die man dann diese Variation hat, automatisch zur stärksten Waffe wird. Ja? Und ich habe jetzt hier einfach mal einige Beispiele rausgenommen. Und da wird dann auch schon deutlich, warum man diese Liste einfach nicht vollständig machen kann. Jedenfalls nicht über eine kurze Zeit, ja, wenn man sich nur kurz da mal mit diesem Thema beschäftigen will. Und ich habe jetzt hier allein nur im Jahr 2024 angefangen, mal zu schauen, was da so rauskam. Und auch da nur eine Auswahl. Ja, also hier wirklich nicht jede Variation nochmal explizit mir angeschaut, was da rauskam. Und auch Excelsior habe ich rausgelassen, ja. Weil ansonsten müsste man halt sagen, jetzt kommt Excelsior für Smokey raus. Dann war natürlich Excelsior für Smokey sehr beliebt. Ja, beziehungsweise diese Kombination, dass man damit gespielt hat, weil das halt einfach Smokey nochmal noch weiter nach oben befördert hat. Ja, und das gleiche kannst du dann noch zu den anderen Waffen sagen und da muss man das wieder im Vergleich sehen und so. Deswegen, ich habe das rausgenommen, ja, aber versucht zu gucken, was war denn so die Meta. Wie gesagt, aber ohne Excelsior. Ja, sondern halt geschaut, okay, an was kann ich mich noch erinnern, was klingt plausibel und mal so geguckt, was ist denn die Meta damals gewesen. Natürlich nur, wenn man halt auch diese entsprechenden Variationen hatte, das ist klar. Ja. Diese Variation gab es manchmal als Belohnung für ein Event, manchmal auch als Gewinn aus einem Container, dass man das da gezogen hat. Also die hat man nicht einfach so bekommen, ja, man musste halt schon ein bisschen was dafür tun. Entweder genug Container haben und diese dann zufällig ziehen, ja, oder wie gesagt halt anhand von irgendwelchen Events, die gewinnen. So, egal. Bei der ersten Variation, da würde ich gerne mal eure Meinung wissen, ob ihr, die habe ich mal reingenommen, weil sie an sich gar nicht mal so schlecht klingt. Aber die Frage ist, könnt ihr euch daran erinnern? Ja?
Das stelle ich einfach nur zur Diskussion, ne? Weil an sich würde ich sagen, also da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Und zwar für Twins. Twins natürlich immer eine nervige Waffe, ja. Manchmal beliebter, manchmal unbeliebter, so auf dem Schlachtfeld. Aber Twins mit der Variation Plasmatron. Und zwar im März 2024. Soll den Schaden erhöhen. Ja, die Nachladezeit wird zwar auch deutlich erhöht. So kann man also nicht schnell hintereinander schießen, aber die einzelnen Kugeln machen brutalen Schaden. So. Ja, das dazu. Gehen wir ein paar Monate weiter. Und die Liste dieser ganzen Variationen, die ist halt wirklich, wirklich, wirklich lang. Deswegen, ne, ich sag's euch einfach nur ehrlich, ich habe hier nur eine kleine Auswahl genommen. Aber gut, gehen wir zum November 24. Und Magnum im November 24 mit der Variation Zerstörer definitiv nervig. Auch noch heute. Also ich meine mal, ich reg mich darüber auf, wenn Magnum nur an mir vorbeischießt und ich schon die Hälfte meines Lebens abbekomme oder gefühlt mit anderen Variationen einfach 50 Meter hinter mir einschlägt und auch trotzdem wird mir da die Hälfte abgezogen. Also das regt mich ja tierisch auf. Und Zerstörer sorgt nicht unbedingt dafür, dass die Waffe schwächer wird. Ja? Deswegen im November 2024 würde ich sagen, hat sich den Platz Magnum mit Zerstörer sichern können. Und dann gehen wir in den März 2025. Und dort, daran könnt ihr euch wahrscheinlich alle erinnern, extrem nervig, als das rauskam. Und zwar für Tesla die Schocktherapie. Ja, falls ihr euch daran erinnern könnt, allein schon dieses Geräusch, dieses dauerhafte Taser-Geräusch in den Ohren, was man hatte, wenn man verfolgt wurde oder natürlich auch Nahkampfsituationen hatte. Also da muss ich sagen, wenn man wirklich das Pech hatte und der Gegner klebt an dir dran, mit dieser Waffe und dieser Variation, dann hatte man so gut wie kein Entkommen, ja, oder auch eine Möglichkeit, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Dann Juni, das ist lustig in diesem Monat, Juni 2025, gab es gleich 2 Variationen, wo ich sage, okay, da werdet ihr mir wahrscheinlich auch zustimmen. Diese sind beide extrem nervig gewesen. Die erste für Hammer ist Boxer. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden. Boxer im Juni 2025 für Hammer. Wer diese hatte, du hast die Leute nur noch mit Boxerfahnen gesehen. Weil natürlich, du kannst halt schießen und den Gegner einfach so aus dem Gleichgewicht bringen, dass er dich nicht treffen kann, wenn er nicht gerade vielleicht eine Nahkampfwaffe hat wie Firebird oder so, wo er dir vielleicht noch ein bisschen Brennschaden zufügen kann. Ja, aber wenn er selber darauf abzielt, dich treffen zu müssen, weil er zielen muss, ist halt schwer gegen diese Waffe mit dieser Kombination anzukommen. Dann gab es aber noch für Schaft eine Variation, die dem gleichen Monat kam. Man könnte sagen, kurzzeitig wurde das Ganze abgelöst und diese Variation war eindeutig zu schlimm. Das hat man daran gesehen, dass diese Variation kurze Zeit später direkt wieder abgeschwächt wurde, weil sie zu stark war. Und zwar für Schaft die Variation Stellarator. Diese Variation hat damals, als sie eingeführt wurde, den Schaden von Schaft konstant gemacht im Zielmodus. Und zwar unabhängig, das muss man sich mal vorstellen, unabhängig von der MK-Stufe. Das heißt, du musstest Schaft gar nicht verbessern, also nicht einen Kristall dafür ausgeben, diese Waffe zu verbessern. Und du hast konstanten Schaden gemacht auf einem Niveau von MK7. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Du hast also hier einfach im Grunde, wenn du natürlich diese Variation bekommen hast, und einige hatten ja Glück und haben sie bekommen durch Container, hattest du eine Variation in deiner Garage für eine Waffe, die kostenlos, sage ich mal, deine Waffe auf ein starkes Niveau angehoben hat, ohne dass du irgendetwas machen musstest, außer diese Variation auszuwählen. Ja, und was ja da hinzukommt, dieser Schaden im Zielmodus, der wurde ja direkt gemacht. Du musstest Schaft nicht aufladen, sondern du musstest nur einmal ganz, ganz kurz in den Zielmodus gehen. Und wenn du das gemacht hast, hast du direkt vollen Schaden gemacht. Das Ganze wurde dann abgeschwächt in dem Sinne, dass natürlich der Schaden dann von der Stufe abhing und nicht mehr konstanten Schaden gemacht hat.
Aber trotzdem hier eine Erwähnung wert. Und selbst jetzt ist ja Stellarator noch immer für Schaft, ich würde sagen, also meine Lieblingsvariation, weil man damit sehr offensiv spielen kann und trotzdem halt starken Schaden macht. Du kannst schnell mehrere Gegner hintereinander ausschalten, weil du halt eben nicht diese lange Nachladezeit hast. Ne? Denn du musst ja nur ganz kurz in den Zielmodus reingehen. Also verbrauchst du natürlich auch nicht deinen gesamten Energievorrat. Und kannst damit halt hintereinander mehrere Gegner ausschalten. Und wenn sie keinen Schaftschutz haben, ja, dann sind sie dir einfach nur ausgeliefert. So. Deswegen in diesem Monat, also ein sehr, sehr starker Monat, was die Waffen anging und die Variation, dagegen anzukommen, einfach nur sehr, sehr schwer. Ja, wie gesagt, Boxer hat Einzug gefunden ins Spiel und eben auch noch Stellarator für Schaft. Oktober 25 gab es nochmal Boxer. Diesmal aber für Ricochet. Und ich würde sagen, auch da Ricochet mit Boxer mindestens genauso nervig. Ja? Jedenfalls auch auf der Nervskala ganz oben, ja? wenn es um Waffen und Variationen geht. Ja, und dann die letzte, um die ich mich gekümmert habe. Da müssen wir dann in den Mai 2026 gehen. Und das wird halt interessant. Ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede. Und zwar kam ja auch eine neue Waffe raus, ja, die Waffe Tsunami. Und als diese Waffe eingeführt wurde, habe ich zuerst erwartet, dass diese schon sehr, sehr stark wird. Aber die wurde, ein bisschen zu schwach eingeführt, ja. Also da tut es mir echt leid an alle Leute, die sich die Waffe direkt am Anfang geholt haben und dann doch nicht zufrieden waren. Kann ich völlig nachvollziehen, ja. Aber die Variation Duplé-Feuermodus hat halt dieser Waffe nochmal den Push gegeben, den sie benötigt hat, um, sag ich mal, temporär zur stärksten Waffe zu mutieren. Ja? Als diese Variation verfügbar war, als sich auch jeder Tsunami holen konnte, war es ja so, und das werdet ihr sicherlich auch gesehen haben, dass die Leute, die in den Spielen in der Top 3 waren, meistens Leute waren, die Tsunami gespielt haben und Duplé-Feuer-Modus als Variation aktiv hatten. Ja, allein hier jetzt schon einfach nur die Probe, ja, um das Ganze auch zu belegen. Platz 1 bei uns hat Tsunami mit Duplé-Feuer-Modus. Und gerade war Platz 1, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, und Platz 2, so jetzt, und Platz 2 hat auch Tsunami mit Duplé-Feuer-Modus. Ich würde einfach mal jetzt sagen, das ist wahrscheinlich die stärkste Waffe. Tsunami mit Duplé-Feuer-Modus. Mal gucken, wer sich als nächstes den Titel holt. Ne? Wie gesagt, sobald halt eine neue, starke Variation für irgendeine Waffe rauskommt, dann hat sich das auch wieder erledigt. Aber derzeit würde ich sagen, ist das doch ein guter Anwärter für diesen Titel. Ne? Wie gesagt, also man muss halt, und das habe ich hoffentlich auch schon mal erwähnt, ja, man muss auch dazu sagen, das alles ist natürlich auch ein bisschen subjektiv. Ja? Wenn man das tatsächlich wirklich 1:1 miteinander vergleichen will, dann muss man da exakt auf die Zahlen gehen. Und ich habe ja dazu auch ein Video gemacht, wie man herausfindet, was die stärkste Variation für eine Waffe ist. Und dann müsste man halt eben entsprechend diese ganzen Variationen mit Waffen halt dann gegenüberstellen und dann schauen, was dann halt ein bisschen besser ist als das andere. Ne? Aber es, wie gesagt, ein bisschen Meta-Vergleich ist damit drin. Ja? Schauen, was nehmen die Gegner vorzugsweise oder auch die eigenen Leute im Team. Und daraus kann man das einigermaßen ableiten, was dann sich halt durchsetzt. Und das gilt dann halt als das Stärkste. Ne? Da muss man jetzt nicht allzu mathematisch abdriften. Ansonsten wird das hier alles viel zu lang und viel zu viel. Und ich meine, ich bin ja jetzt schon bei über 20 Minuten. Und wie gesagt, das ist nur eine Auswahl. Ne? Das ist nur eine Auswahl von dem Ganzen. Und würde man das tatsächlich komplett machen, dann könnte ich hier wahrscheinlich eine 3-Stunden-Doku da drüber machen. Und das will ich nicht. So, aber ich hoffe, das Thema war interessant. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Das sollte nur nicht sein, was mich tatsächlich eine Woche Recherchearbeit kostet. Ne? So weit müssen wir nicht gehen. Aber gut, ich hoffe, dass ihr euren Spaß hattet. War ich jetzt zufrieden damit? Naja, es hätte besser laufen können mit dem, was ich hier hatte. Aber gut, egal, so ist es. Ich wurde gefragt, ob ich mal mit Skorpion
spielen kann. Und ja, das habe ich an dieser Stelle gemacht. Tesla wurde sich auch gewünscht, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ja, ich versuche das alles abzuarbeiten, habt da einfach nur ein bisschen Geduld. Okay, in dem Sinne, macht es gut oder besser. Rinje hauen, ist ja klar.